HR Info. Engel fragt. Mit Philipp Engel. Vielen Kindern und Jugendlichen geht es zunehmend schlecht in dieser Corona-Krise. Und da meine ich jetzt nicht nur die schulische Situation, sondern auch was jenseits der Wissensvermittlung verloren geht. Jugendzeit. Da will man doch raus, Freunde treffen, Party machen, die Welt entdecken. Stattdessen totaler Stillstand. Ich will wissen, wie hoch ist der Preis, den junge Menschen in der Pandemie zahlen, und werden sie im Stich gelassen, auch von den Schulen? Das ist mein Thema heute bei Engel fragt. Wie geht es Schülerinnen und Schülern eigentlich mit der ganzen Corona-Situation? Wir haben uns in der Redaktion gedacht, fragen wir sie doch am besten selbst, weshalb wir Jugendlichen an verschiedensten Schulen Hessens gebeten haben, uns aus ihrem Alltag zu erzählen. Angefangen haben wir damit schon im Dezember, also zu einer Zeit, wo noch alle in die Schule gehen durften, aber schon da waren Frust und Niedergeschlagenheit zu spüren. Aber jetzt sollen sich die drei erstmal vorstellen. Hallo, ich bin Sim Buruk, ich bin 15 Jahre alt und ich gehe in die 10. Klasse der Ludwig-Geister-Schule. Mein Name ist Todo, ich bin 17 und seit einem Jahr wohne ich in Deutschland. Ich kann 5 Sprachen sprechen. Hi, mein Name ist Annika Steinbauer, ich bin 16 Jahre alt. Ich wohne in Griesheim bei Darmstadt und gehe auf die Justus-Liebig-Schule in Darmstadt. Für alle drei hat sich im Schulalltag so einiges geändert, angefangen bei den Hygienebestimmungen. Kurz lüften, machen 2 Minuten Pause, bevor wir mit dem nächsten Thema anfangen. Das heißt, mach bitte die Fenster auf, Connor. Hilft es eigentlich, wenn man Fenster aufmacht? Ich weiß nicht, Bruder. Wem kalt wird, der zieht bitte ja eine Jacke an. Sie hätten sich noch gar nicht die Mühe machen sollen. Es nervt halt, wenn man nicht mit einem Freund reden kann oder sich näher kommen kann. Und im Unterricht ist auch schlimm, man kann keine Sachen tauschen oder man muss halt auch viel mehr aufpassen jetzt. Jetzt wegen der Corona, wir hatten immer Abstand und lüften immer. Und es ist ein bisschen schwer mit den Masken wegen meinen Brillen. Und dieses Desinfektionsmittel stinkt ein bisschen. Abstand und Masken sind aber nicht das einzige Problem. Wir hatten gerade Französisch und haben da einen Film über Rassismus geguckt, weil unsere Lehrerin heute leider nicht da ist. Das kommt leider bei uns relativ regelmäßig im Moment vor. Zum Beispiel auch wegen Corona. Da sind halt viele Lehrer im Moment einfach im Schutz. Ich finde schon, dass wir Unterrichtsmaterial verpassen oder einfach nicht so mitbekommen, wie wir es vielleicht bräuchten, um dann zum Beispiel das Abitur zu schaffen. Da muss man halt einiges nachholen und da, finde ich, werden wir allein gelassen. Ich bin schon definitiv um einige Noten abgerutscht, würde ich sagen. Ich bin mittlerweile so in einem Mittelbereich. Der Schulstress, unter dem die Jugendlichen stehen, ist durch Corona enorm gestiegen. Und die Schüler merken auch, unter was für einem Druck ihre Lehrer stehen. Ich finde, die Lehrer nehmen das alles viel zu ernst. Also ich fuck das wirklich sehr ab, gebe ich ganz ehrlich zu. Meine Nase guckt ein bisschen raus, das liegt an der Maske, die rutscht meistens runter. Da wirst du direkt rausgeschickt, deine Eltern werden angerufen, du musst in Quarantäne, dies, das, jenes. Du musst dich prüfen lassen, was alles zu übertrieben ist. Aber die sollen da ein bisschen runterfahren. Ich finde es eigentlich total unakzeptabel, dass wir im Moment so krass den Schulstress haben, plus die Gefahr, dass wir vielleicht auch noch infiziert werden durch Corona. Ich denke schon, dass das, was wir im Moment bewältigen müssen, zu wenig geschätzt wird und dass man vieles einfach auf die Jugendlichen schiebt, weil man denkt, die treffen sich ja in ihrer Freizeit regelmäßig und deshalb ist das Infektionsrisiko immer noch so schlimm wie vor 6 Monaten oder so. Und wie blicken Sie in Ihre nähere Zukunft? Ich denke, dass Corona wird noch 2 oder 3 Jahren seinen Effekt zeigen. Und wir müssen einfach so leben lernen, weil mit Masken und mit Abstand ist sehr wichtig und wir müssen so weitergehen. Das, was uns die drei erzählt haben, war im Dezember. Meine nächste Station auf meiner Schultour war im Januar die Jakob-Grimm-Schule in Rothenburg an der Fulda. Gerade ist große Pause. Und auf dem Schulhof, auf dem ich jetzt stehe, würden sich normalerweise rund 900 Schülerinnen und Schüler tummeln. Stattdessen gähnende Leere. Nur ganz wenige Schülerinnen und Schüler sind da. Die Jakob-Grimm-Schule ist eine Gesamtschule. Nur die Abschlussklassen dürfen im Moment hier sein. Und auch nur mit absoluter Maskenpflicht. Ich bin jetzt erstmal mit 2 Abiturienten verabredet, Sophie Wanner und Danilo Sporken. Mach mich mal auf die Suche nach denen. Jetzt haben Sie ja quasi die gesamte Oberstufe oder große, wichtige Teile der Oberstufe unter Corona-Bedingungen verbringen müssen. Wie hart war das?
Also schulisch war es schon schwierig für uns, vor allem als Abschlussjahrgang, aber eben auch privat, dass man sich eben nicht treffen durfte. Oder wir hatten keine Abschlussfahrt, keine Ausflüge, keine Exkursionen. Das ist dann auch schade. Wie groß ist da die Angst oder die Sorge, dass man jetzt nicht genug Stoff mitbekommen hat fürs Abi? In unseren Kursen sind wir ganz gut vorangekommen, also auch in der Lockdown-Zeit, wo wir von zu Hause aus Unterricht hatten. Aber es gibt auch Kurse, da hängen manche schon ganz schön hinterher, weil eben der Lehrer mal in Quarantäne war oder die Schüler oder wir als ganzer Jahrgang waren auch mal in Quarantäne. Da fällt natürlich dann auch Unterricht aus, den wir eben irgendwie wieder nachholen müssen. Der Jahrgang über uns, er konnte natürlich mehr lernen und natürlich auch noch viel produktiver arbeiten als wir. Wie ist es eigentlich technisch? Läuft das? Also wir waren ja zum Glück, sage ich jetzt mal als Abschlussklasse, viel im Präsenzunterricht. Uns hat das mit dem Online-Unterricht gar nicht so sehr getroffen. Aber bei den anderen läuft das auch je nach Lehrkraft mehr oder weniger gut. Ja. Was würden Sie sagen, was ist so das Härteste an dieser Corona-Pandemie für junge Leute? Die Freiheit tatsächlich. Also klar in der Schule und so weiter. Da hat man natürlich auch Einschnitte ins Leben bekommen. Allerdings finde ich, dass der Stellenwert der Freiheit und der Freizeit in dem Sinne dadurch höher ist. Nach der Schule geht es ja ins Berufsleben oder man hat vielleicht Reisen geplant oder ein soziales Jahr, was auch immer. Wie groß ist da die Angst oder die Sorge, dass das alles nicht so richtig klappt? Ja, also das trifft auf mich sogar sehr gut zu. Ich wollte nach meinem Abitur ein Auslandsjahr machen. Ja, das kann ich mir jetzt so gut wie eigentlich schenken, weil ich denke nicht, dass bis zu diesem Zeitpunkt mit Corona schon alles so vorbei sein wird. Ich meine, Jugend ist ja auch so eine Zeit, wenn ich mich so dunkel zurückerinnere, das war ja Aufbruch, das war ja rausgehen, auf jeden Fall Freunde treffen und so. Wie sehr hat man da das Gefühl, mir wird hier gerade meine Jugend geklaut, also auch eine Zeit, die ja nicht so zurückkommt, ne? So, also doch, das Gefühl habe ich sogar sehr stark, weil ich denke mir auch, dass wenn ich jetzt, sage ich mal, in 10 Jahren sitze an meinem Tisch, vielleicht sogar in meinem Haus mit meinen Kindern und ich mich zurückerinnere, natürlich sehr viele schöne Erinnerungen jetzt schon gesammelt habe. Allerdings muss man natürlich sagen, dass ich bin jetzt 19 Jahre alt, wirklich so die Zeit hätte, wo ich feiern gehen kann, das in diesem Zeitraum natürlich nicht so geht. Wie ist denn so allgemein die Stimmung unter jungen Menschen? Also ist die mittlerweile schon eher so nervlich am Limit, was Corona angeht? Das Thema ist ziemlich zwiegespalten, weil auf der einen Seite gibt es die Leute, die teilweise wirklich schon in eine Depression verfallen, also wirklich keinen Spaß mehr im Leben sehen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die natürlich probieren, das Ganze so zu umgehen, halt in dem Sinne probieren, noch so zu leben, wie sie es maximal können. Würden Sie trotzdem sagen, es gibt irgendwas, was Sie da mitgenommen haben, für sich gelernt haben, Positives? Für uns war wichtig, dass dieser Zusammenhalt und die Solidarität zwischen uns allen, das war so das Größte, was wir gelernt haben. Also nicht nur zwischen uns Schülern, sondern auch zwischen Schülern und Lehrkräften, um das Beste eben aus der Situation zu machen. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Ich bin jetzt tatsächlich noch mit eurer Schulleiterin verabredet, um das mal aus Lehrersicht zu sehen. Wo finde ich die? Oh, da gehen Sie hier durch den Übergang und dann hinten. Ciao. Tschüss. Das, was mir Sophie und Danilo erzählt haben, deckt sich in Teilen mit einer Online-Umfrage aus dem November 2020. An der haben 7.000 Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren teilgenommen. Knapp die Hälfte der Befragten sagte, dass sie Angst vor ihrer Zukunft hätte. Also Angst, nicht mehr mitzukommen oder im Beruf keinen Fuß mehr fassen zu können durch Corona. Über die Hälfte war der Meinung, die Sorgen von jungen Menschen werden in der Politik nicht gehört. Viele fühlten sich also von der Politik allein gelassen. Aber noch schlimmer finde ich, über 1/3 fühlt sich in der aktuellen Situation einsam. Wie erleben das die Verantwortlichen an dieser Schule? Das will ich jetzt von Schulleiterin Sabine Amlung wissen. Was glauben Sie, worunter leiden Schülerinnen und Schüler jetzt in Corona-Zeiten am meisten? Ich denke, sie leiden enorm. Und natürlich kann kein digitaler Unterricht Präsenzunterricht ersetzen. Das ist die eine Sache. Aber ich glaube, noch mehr leiden sie unter den Dingen, die sie jetzt im Moment an Schule nicht haben und die Schule auch ausmacht. Keine Abschlussfahrt mehr, es lässt sich nicht nachholen, keine Tutorfahrt. Das Miteinander, das Zusammensein. Und ich glaube, das tut ihnen am meisten weh im Moment. Jetzt haben wir ja schon gehört, es gibt Präsenzklassen. Wie findet denn Unterricht für den Rest der Schüler statt? Ja, für die meisten findet tatsächlich Online-Unterricht statt. Also entweder in Form von Aufgaben, die sie zugeschickt bekommen,
und dann zu Hause bearbeiten müssen, wieder zurückgeben müssen oder in Form von Videokonferenzen. Wieso klappt das eigentlich nicht, frage ich mich, dass normaler Unterricht stattfindet, also per Video? Ja, das ist einmal ein technisches Problem. Also wenn viele gleichzeitig im Netz sind, funktioniert das einfach nicht. Das ist so auch ein bisschen das Problem hier unseres ländlichen Raumes. Dann ich hatte jetzt einen Schüler, der mir mitteilte, er könnte nur in der ersten Hälfte der Videokonferenz dabei sein, weil dann anschließend sein Bruder an den Computer muss. Das ist das Zweite. Und dann natürlich ist das auch wahnsinnig anstrengend. Also ein Kind 6 Stunden am Tag oder noch länger vor dem Bildschirm. Auf der anderen Seite sind die ja dann schon sehr, sehr alleine auch, ne? Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem, vor allem für die Lehrer. Ich will dem Schüler ja nicht nur Wissen vermitteln. Ich will den ja auch mit seinen Ängsten, mit seinen Sorgen, mit allem ernst nehmen. Und ich glaube, dass wir hier besonders darunter leiden, dass uns die Bindung zu den Schülern verloren geht. Weil Erziehung Nähe braucht. Ganz also selbst genau. wenn es technisch Ganz genau. perfekt klappen Ganz würde, genau. die Nähe ist wichtig. Richtig. Wie gut würden Sie sagen, sind die Kolleginnen und Kollegen auf das Digitale vorbereitet? Ich glaube, wir haben gut dazugelernt. Viele haben dann im Lehrerzimmer zu zweit an einem Laptop gesessen. Der eine hat dem anderen dann gezeigt, wie es geht. Oder die haben auch mal Samstagvormittag sich zusammengeschaltet. Das war ein guter Prozess, aber gut ist es immer noch nicht. Also wir haben noch viel zu lernen. Dazu kommt, erstmal brauchen wir Geräte für Kinder, die sie sich selber nicht anschaffen können. Die Lehrer haben keine Dienstlaptops. Wir haben an vielen Schulen überhaupt kein WLAN. Wir haben es hier, aber das läuft auch nicht in allen Räumen. Sie haben ja erzählt, es gibt einen Lehrer, der bei Ihnen an der Schule speziell für diese ganzen technischen Fragen zuständig ist. Ja, der ist auch da. Können wir zu dem auch noch mal gehen? Ja, selbstverständlich. Ja, wunderbar. Ihr Kollege Jörg Taubner ist sogar Medienzentrumsleiter für den ganzen Kreis Hersfeld-Rodenburg. Ich habe ja im Moment so ein bisschen den Eindruck, dass es, sagen wir mal, eine Glückssache ist, in welche Schule man geht, welchen Lehrer man hat. An der einen Schule gibt es Technik, die funktioniert, an der nächsten wieder nicht. Ja, das ist, denke ich, die Ausrichtung auch oder die Motivation, sag ich mal, der Lehrer. Der eine Lehrer ist so ein bisschen computeraffiner, für einen anderen ist es ein bisschen schwieriger. Also ich kann Ihnen sagen, wir haben seit Frühjahr ganz, ganz viele Schulungen durchgeführt, aber es ist so eine Entwicklung, was sich da jetzt in dem letzten halben Jahr auch gerade bei uns an der Schule wesentlich verbessert hat. Ich krieg's aber dann schon mit, dass in der Schule A wird dieses Konferenzsystem benutzt, in der Schule B jenes. Dieses funktioniert, jenes nicht. Warum wird das eigentlich in einem Bundesland wie Hessen nicht vereinheitlicht, und zwar ein System, was funktioniert? Das würden wir uns wünschen, dass wir auf ein System zurückgreifen können. Das Kultusministerium ist nach meiner Information auch daran, sowas aufzubauen, aber es dauert eben seine Zeit. Wie frustrierend ist sowas? Ja, einige sind schon frustriert, aber die bauen sich gegenseitig wieder auf. Also im Moment ist einfach so keine Zeit, den Kopf hängen zu lassen. Wir müssen einfach mit dem arbeiten, was wir haben. Und ich denke, die machen das Beste draus, was sie tun können. Jetzt will ich aber noch mal schauen, wie es den Schülerinnen und Schülern geht. 3 haben wir ja vorhin schon kennengelernt, die für diese Sendung ihren Alltag dokumentiert haben. Hüseyin, Tudor und Annika. Wie geht's denen eigentlich, wenn die Schule aus ist? Was macht man da so zu Corona-Zeiten? Ich würde sagen, vor Corona habe ich ungefähr 1,5 Stunden nach der Schule noch an der Schule gesessen. Im Moment sind es eher so 4 bis 5 Stunden, die ich wirklich habe, um die Arbeitsaufträge zu erledigen, die ich habe. Und dann kommen noch mal so 1-2 Stunden dazu, die ich für Vokabellernen und die Arbeiten, für die zu lernen habe, die ich wirklich einsetzen muss, damit ich das erledigen kann. Das bedeutet auch, dass Annika jetzt viel weniger Zeit für ihre Familie hat. Es hat sich so schlimm verändert, dass ich teilweise einfach schon Streitigkeiten oder so dadurch gebildet haben, weil ich halt wirklich so wenig hier unten bin. Und dann heißt es, ja, du könntest ja mehr mal im Haushalt helfen oder mal mehr irgendwie, keine Ahnung, aufräumen. Weil ich das halt nicht kann, weil ich halt wirklich jede Sekunde nutzen will, um was mit meinen Freunden machen zu können, wenn ich nicht gerade für die Schule was mache. Eine Entwicklung, von der auch Annikas Mutter zunehmend genervt ist. Früher gab es halt öfters auch mal, dass wir zusammen was gekocht haben und eben zumindest bei den Essenszeiten alle zusammen da saßen. Jetzt gibt es ganz oft den Fall,
dass wir uns gar nicht mehr nach den ganzen Online-Terminen richten können mit dem Essen, sodass mein Mann und ich vielleicht alleine essen und die Annika später. Also es ist schon alles sehr getaktet. Das hier ist übrigens meine Springseilsammlung und das ist eigentlich mein hauptsächlicher Freizeitsport gewesen, den ich vor Corona noch gemacht habe. Mittlerweile ist aber mein Aufenthaltsort eigentlich die ganze Zeit hier mein Schreibtisch. Mein Selbstwertgefühl leidet so ein bisschen darunter, wenn man beispielsweise auch nicht mehr an Wettkämpfen oder so im Hobbybereich teilnehmen kann, dass man dann weniger Erfolge sieht und so weiter, drückt dann halt schon ein bisschen aufs Selbstwertgefühl. Auch Tudor und Hüseyin vermissen ihre gewohnte Freizeit und ihre Hobbys. Mein Sommer war sehr langweilig. Wenn die Corona-Zeit vorbei ist, ich will eigentlich die Welt sehen, vielleicht nach England, Italien und mehr Leute kennenlernen. Hier, ich habe meine Sportsachen, eigentlich Boxen, Handschuhe. Wegen der Corona-Zeit, ich kann nicht trainieren und alles ist zu. Aber das ist nicht so schlimm. Jeder hat seine schlechte Zeit und jeder muss etwas geben. Wir sind noch jung, wir sind hungrig, wir wollen draußen chillen mit den Regeln. Das hat schon alles geändert. Man darf halt nicht mehr ohne Maske in der Stadt rumlaufen. Dann kommen direkt Leute und belästigen einen damit und sagen, ja, du hast keine Maske an. Oder es fahren jetzt auch viel mehr Polizeiautos hier rum. Also es stört schon ein. Wir wollen ja zum Beispiel unsere Oma, unseren Opa, die älteren Leute generell beschützen. Aber wir sind halt noch jung und wir wollen halt auch nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben. Aber wenn du draußen gehen willst, geh einfach bisschen frische Luft und komm zurück. Aber ich will ja auch mal mit meinen Jungs raus. Also ich will ja jetzt nicht alleine raus, 2 Wochen lang oder 3 Wochen. Ich muss ja auch mal meine Freunde sehen. Zeit, das ist nicht unendlich. Aber jetzt, wir müssen etwas geben. Weil ohne das, Corona geht nicht weg. Ja, da hast du recht. Meine Generation, finde ich persönlich, muss einen höheren Preis zahlen. Aus dem Grund, dass wir im Moment sehr allein gelassen werden mit den Arbeitsaufträgen, mit den verschärften Regelungen und mit zum Beispiel auch den Lernplattformen, die man sich erstmal anschaffen muss oder auch den Geräten, die es erstmal zu lernen braucht. Ich wage mal die Prognose, diese 3 werden das alles psychisch einigermaßen unbeschadet überstehen. Die Frage ist nur, gilt das für alle Kinder und Jugendlichen? Das will ich jetzt versuchen rauszukriegen. Ich bin deshalb nach Dietzenbach gefahren und werde jetzt hier in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Ambulanz den Oberarzt treffen. Hallo. Hallo. Philipp Engel. Markus Schmidt. Schön, dass Sie hier sind. Ja. Wir haben jetzt seit 10 Monaten Corona-Pandemie. Spiegelt sich das in irgendeiner Art und Weise im Anstieg der Symptomatiken oder der Patienten hier wieder? Also wir sehen schon einen Unterschied. Unsere Patientenzahlen sind konstant, aber eine deutliche Zunahme an Notkontakten. Das heißt, es ist absolut dringlich. Wir hatten sonst so im Schnitt 2 bis 3 Notfälle in der Woche. Und so kurz vor den Sommerferien, nach den Sommerferien und jetzt auch im Winter hatten wir dann tatsächlich bis zu 5 an einem Tag, was eine deutliche Zunahme ist. Was hatten die für Probleme? Also das ist letztlich das bunte Potpourri, das bei uns immer auftritt. Also sehr häufig, je jünger, ist es natürlich mit schulischem Kontext oder auch mit häuslichen Problemen. Was neu oder vermehrt dazu kam, waren tatsächlich Panikattacken und Ängste. Was an diesem Lockdown, an dieser Situation stresst Kinder und Jugendliche am meisten? Was glauben Sie? Für mich ist das, wir predigen immer von der Struktur. Die Struktur gibt Halt, die gibt Sicherheit. Dazu gehört letztlich der klare Tagesablauf. Morgens stehe ich auf, ich gehe in die Schule, ich habe noch außerhäusliche Aktivitäten wie Sport oder sonstige Veranstaltungen. Das ist alles weggefallen. Man muss klar unterscheiden, habe ich jetzt ein Haus, 2 Kinder und einen Garten und die Kinder können noch raus oder wohne ich in einer Großstadt im 5. Stockwerk in beengten Verhältnissen und dürfte dort nicht rausgehen. Die Jugendzeit, das ist ja die Zeit des Aufbruchs, des Ausbruchs. Da will man raus, da will man nicht mit seinen Eltern einen Spieleabend machen, da will man Freunde treffen, die Clique treffen. Das alles fällt da jetzt komplett flach. Glauben Sie, dass das langfristig Spuren hinterlässt bei den jungen Leuten? Die Widerstandsfähigkeit, die ist bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Das ist sehr individuell. Insgesamt haben Sie aber absolut recht. Es bedeutet in der Jugendzeit, dass sich die primären Bezugspersonen ändern, die vorher die Eltern waren. Und das geht auf Freunde über. Und die sollen natürlich auch dem dienen, dass man sich
im Leben zurechtfindet und seinen eigenen Weg geht. Und für Jugendliche habe ich auch Verständnis, die drängen draußen. Das ist in der Natur, das ist ganz normal. Was mit Sicherheit in der Zukunft auf uns zukommen wird, dass es durchaus da Probleme geben kann. Was könnten das für Probleme sein, die dann auf uns zukommen? Die können sich nicht gut lösen zum Beispiel. Also das heißt, Nesthocker. Grob vereinfacht. Das heißt, es fehlt die Realitätsüberprüfung. Wie verhalte ich mich in einer Gruppe? Und in der Familie ist das eine ganz andere Konstellation wie jetzt draußen. Was können denn Erwachsene machen, Kindern in dieser echt schwierigen Situation zu helfen? Fordern und fördern. Das heißt, dass man sehr wohl nicht alles in so einer Phase hinnimmt und dass die Kinder 20 Stunden am Tag, übertrieben natürlich jetzt, vor elektronischen Medien sitzen, sondern dass man schon noch guckt, dass es eine Struktur gibt und dass es auch die Routine gibt, dass man auch noch miteinander was macht, durchaus auch mal kritisiert und auch lobt. Die Möglichkeiten sind momentan tatsächlich sehr beschränkt. Aber letztlich geht es immer um die Beziehung und dass man in Beziehung mit den Kindern bleibt. Glauben Sie, dass Kinder und Jugendliche oder manche an der Krise auch wachsen können? Mit Sicherheit. Bestehende Probleme, die vielleicht so ein bisschen noch gedeckelt waren durch den Alltag, weil man nicht genau geguckt hat, sind durch die Krise demaskiert worden. Und wenn die Betroffenen es geschafft haben, sich damit gut auseinanderzusetzen, ist es durchaus eine Möglichkeit, dass man auch dran wachsen kann. Ich muss sagen, fand ich super interessant, das Gespräch mit dem Jugendpsychiater. Mir ist da auch nochmal klar geworden, wie wichtig das Treffen mit Gleichaltrigen für Jugendliche ist. Ich habe ja ohnehin das Gefühl, dass die ihre ganz eigenen Wege finden, sich in der Pandemie trotzdem irgendwie noch zu sehen. Wie genau sie das machen, vielleicht erzählen sie es mir ja, vorausgesetzt, ich finde jetzt welche mitten im Lockdown. Ich versuch's mal im Skaterpark am Fuß der EZB in Frankfurt. Und tatsächlich, der Skaterpark ist gut besucht. Rund 50 Jugendliche tummeln sich hier, aber klar, das Gelände ist groß. Wie ist es für Sie, die Pandemie? Sind Sie genervt? Ja, auf jeden Fall gereizt und die Einschränkungen gehen mir schon ziemlich ans Herz. Was geht am meisten ans Herz? Dass die Fitnessstudios, die Restaurants zu haben und dass Freunde und Freundinnen-Treffer viel komplizierter geworden sind. Flirten und so fällt ja auch alles irgendwie flach, ne? Genau. Vorher, wenn man mal ein Mädchen schön fand, ist man einfach hingegangen, hat die Telefonnummer ausgetauscht oder ist was essen gegangen oder so. Aber es ist alles viel schwieriger. Also das goldene Los, den Jackpot hat man, wenn man eine feste Freundin hat während dem Covid-19. Wenn Sie sich jetzt hier so treffen, halten Sie dann alle Abstand und tragen Sie alle Masken? Weniger als die Hälfte beachten diese Einschränkungen und der Rest, der lebt eigentlich so ganz normal. Und warum ignorieren die das? Ich denke mal, dass die das entweder unterschätzen, das Ausmaß von dem Covid-19, oder dass die ja denken, dass eher ältere Leute davon betroffen sein könnten. Ich denke auch selber, dass die Einschränkungen individuell entschieden werden sollten, dass jeder entscheiden kann, okay, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, gehe ich ins Fitnessstudio und wenn ich nicht hingehe, für meine Sicherheit mache ich es nicht. Wie genervt sind junge Leute? Ich denke mal auf jeden Fall am Limit schon so. Was heißt am Limit? Wie äußert sich das dann? Negative Stimmung und auch so wie so depressive Stimmung auch und sowas. Und so gesteigerte Gereiztheit so, dass jeder so für sich lebt und man nicht mehr so aufeinander zugeht, miteinander redet und sowas. Ja, vielen herzlichen Dank. Gerne. Viel Spaß noch. Wir machen was über Corona und die Frage, wie sehr Corona junge Menschen abnervt, also die Einschränkungen. Ich weiß nicht, wenn man so enge Freunde hat, dann schränkt es einen eigentlich gar nicht ein. Also meiner Meinung nach so. Okay. Man muss sich ja nicht mal mit 1000 Leuten treffen, aber Skaten zum Beispiel geht halt. Ich glaube, andere Sportarten haben es da schwerer. Ja. Was nervt? Was nervt an Corona? Ja, dass so viele Leute sterben. Ja, aber sonst eigentlich halt das Feiern, das fehlt. Aber es geht halt auch alles irgendwie auch ohne. Das sind halt so First World Problems meiner Meinung nach. Luxusprobleme. Ja, voll. Ja. Heißt es, hat sich da irgendwie die Sicht auf die Welt auch durch Corona nochmal geändert, dass man keinen Club braucht, um glücklich zu sein? Auf jeden Fall. Sie sagen, ja, Online-Unterricht ist zum Beispiel blöd. Ja, aber so freizeitmäßig würde ich sagen, ist es jetzt
Ich mache sowieso nichts anderes, außer skaten zu gehen, bei mir keinen Unterschied. Was richtig wichtig ist, und zwar sind die Leute, die so Mental Illness haben, also so Depressionen und sowas. So, da ist Corona meiner Meinung nach richtig mies. Corona, Jugend am Limit? Das war die Frage, mit der ich heute losgezogen bin. Am Limit, schwer zu sagen. Ich glaube, manche schon. Generell lässt sich aber mit Sicherheit sagen, diese Pandemie fordert gerade von den Jungen echt einen hohen Preis. Vieles ist leider dabei nicht zu vermeiden, glaube ich. Aber im Bereich Schule, da denke ich, ist echt noch Luft nach oben. Da denke ich, könnten die Verantwortlichen schon noch mal bessere Konzepte entwickeln, damit Kinder und Jugendliche in dieser Pandemie nicht ganz so leiden müssen. Das war Engel fragt, heute zu der Frage Generation Corona, Jugend am Limit. Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch anschauen in der ARD Mediathek.